Das Thema des Vortrages relativ schnell ist die Herausforderung, 10 Milliarden Menschen zu ernähren, so wie du das eben schon gesagt hast. Wir sehen hier diese klassische Kurve. Wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, das geht schon sehr rapide. Wir haben bei 2 Milliarden Menschen 1950 angefangen, ja, und wir sind jetzt mittlerweile aktuell schon bei 8 Milliarden Menschen. Und die Voraussagen sind relativ gut, denn die Demografie ist ziemlich robust. Man weiß so, welche Kinder, spezifisch welche Mädchen schon geboren sind. Man kann so in etwa vorhersagen, wie viele Kinder wird es geben. Also wir landen so bei circa 10 Milliarden Menschen, 2050 grob. Die Projektion ist allerdings, dass es dann auch wieder runtergeht. Die Projektion ist nicht, dass das immer weiter steigt. Sie sehen hier auch die Wachstumsrate geht runter. Das heißt, durch verschiedene Dinge, Ausbildung, Aufklärung, verschiedene Dinge, kommen wir dazu, dass diese Wachstumsraten runtergehen. Also man kommt so auf die Idee, dass wir dann irgendwann bei 10 Milliarden landen, plus minus und dann wieder runtergeht. Eins kurz zurück. Wir haben einen Grad der Urbanisierung. Die meisten Menschen leben jetzt schon in Städten. Und dieser Trend geht weiter. 2050 werden vielleicht so um die 70% der Menschen in Städten wohnen. Wir sind dadurch auch von unserer Ernährung entkoppelt. Wenn Sie zurückschauen, 1950 war Landwirtschaft noch viel größer. Ich glaube in Österreich, bitte foltern Sie mich nicht nachher, ich glaube es ist 1% der Wirtschaftsleistung. Also die Landwirtschaft ist verschwindend in der Wirtschaftsleistung von Österreich. Und wir entkoppeln uns auch von einem direkten Bezug. Das ist, glaube ich, schon wichtig, auch um einige der Probleme zu verstehen. Die Warenströme sind international, das wissen Sie. Wir stellen nicht in Österreich her und essen in Österreich. Und auch wenn Sie das AMA-Gütesiegel-Steak essen, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit gefüttert worden. Soja, welcher hier aus Südamerika zu uns kommt. Merken Sie sich vielleicht mal diesen Fall, wir kommen später bei der Gentechnik noch dazu, in einem gentechnikfreien Land. Die meisten Länder in der EU, bis auf Portugal und Spanien, was immer das bedeutet. Eben, das wurde schon erwähnt, da kann ich relativ schnell übergehen, nur um so Zahlen zu haben. 60% Steigerung der Nahrungsmittelproduktion sind nötig laut FAO, laut Ernährungsorganisation, wenn wir unseren Bedarf oder unsere Bedürfnissen folgen wollen. Das kann man natürlich in Frage stellen. Müssen wir so essen, wie wir derzeit essen? Müssen wir wirklich so viel steigern? Aber das sind so wir sollen circa 60% mehr Nahrungsmittel erzeugen, aber gleichzeitig wollen wir ja diesen Planeten nicht weiter schädigen. Wie soll das funktionieren? Und dann schaut man auf der anderen Seite, dass 1/3 der produzierten Mittel auf diesem Planeten vergeudet werden. Das ist nicht bei Ihnen im Kühlschrank, da selbstverständlich nicht, aber bei Ihrem Nachbarn. Vieles geschieht schon auf dem Feld. Insgesamt 20% gehen schon auf dem Feld verloren. Und jetzt können Sie mal raten, wie viel geht in Nordamerika dann doch bei Ihnen im Kühlschrank verloren, wie viel in Österreich und wie viel in der Subsahelzone. Und wenn Sie die Frage interessiert, können Sie es nachher fragen. Obwohl wir so viel Lebensmittel verschwenden, circa 1/3 der Lebensmittel kommen nicht bei der Verbraucherin an, nehmen die Ernährungsunsicherheiten wieder zu und Unterernährung. Wir würden eigentlich denken, das Problem wird doch besser, das lösen wir doch. Ja? Ist aber nicht so. Es wird dramatisch schlechter. Weltweit haben wir circa 1 Milliarde Menschen, die Hunger leiden oder von Hunger bedroht sind, mit einem starken Fokus auf Afrika. Und doch fast 2 Milliarden Menschen, die eine Mangelernährung haben. Und das hat viele Gründe. Klimatische Veränderungen, ja, also wir sind ein großer Treiber des Klimawandels im globalen Norden. Biodiversitätsverluste, ja. Wir haben sehr viele soziale Konflikte, aber wir haben auch eine strukturelle Ungleichheit. Nikolaus Hautsch hat es schon angesprochen, Nord-Süd-Gerechtigkeit. Wir haben sehr starke strukturelle Ungleichheit, fehlenden Zugang zum Land, andere Ressourcen. Wir werden das heute Abend vielleicht, wenn Sie das interessiert, wenn Sie fragen, noch stärker diskutieren. Gründe führen zu diesem Hunger. Ich lese das einfach nur kurz vor, weil das so eindrücklich ist. 2019 die Eat-Lancet-Kommission, was sagt die? Und der Kommentar dazu von Tamara Lukas und Richard Horton. Die Zivilisation befindet sich in einer Krise. Wir können unsere Bevölkerung nicht mehr gesund ernähren und gleichzeitig ein Gleichgewicht zu den planetarischen Ressourcen herstellen. Zum ersten Mal in der 200.000-jährigen Geschichte der Menschheit sind wir nicht mehr im Einklang mit dem Planeten und Natur. Diese Krise beschleunigt sich, bringt die Erde an ihre Grenzen und droht den Fortbestand der Menschheit und anderer Arten zu bedrohen. Also das ist der Status, Eat-Lancet Report.
Was sind diese planetare Grenzen, planetare Gesundheit, Grenzen? Immer wieder ein neues Buzzword. Katrin Volland hat es schon angesprochen, wir werden ein bisschen angehen. Planetare Grenzen ist ein Konzept, auch kritisieren, was verkraftet denn unser Planet so und wo geht er aus dem sicheren Bereich raus und was schaffen wir nicht mehr. Fangen wir das mal an. Unversehrtheit der Biosphäre. Wir haben heute Abend einen Experten hier für Biodiversität. Da sind wir schon weit drüber. Wir werden das gleich in den nächsten auch sehen. Abholzung, Landnutzung, großer Einfluss, Grundwässer. Aber auch hier haben wir heute Abend eine Expertin da für das Thema Düngung, Stickstoffdünger, Phosphordünger. Und wir haben auch schon erwähnt, Gerhard hat es gemacht, über Pestizide, Schadstoffe. Das heißt, es gibt einige Grenzen und Sie haben noch nicht direkt das Klima hier gesehen. Ja, Klimakrise ist hier oben, da haben wir noch die Hoffnung, dass wir noch nicht draußen sind. Wo wir schon über die Grenze eigentlich hinausfinden, wo wir wieder zurück müssen. Und das Blaue, was Sie sehen, ist der Beitrag der Landwirtschaft. Der Beitrag der Landwirtschaft ist erheblich auf alle diese Grenzen. Wurde auch schon erwähnt, Landwirtschaft ist ein großer Treiber für viele dieser Fragestellungen. Auch schnelle Zahlen, 37% der Landoberfläche unseres Planeten wird für die Produktion von Nahrungsmitteln verwendet. Also eine Riesenfläche. Gerhard hat es schon erwähnt, 75% der globalen Abholzung ist für in der Regel übrigens Futtermittel und Weideflächen. Und das war auch etwas, was Gerhard mir schon vorweggenommen hat. Sie sehen hier die Säugetiere auf der Erde. Also für mich war das ganz spannend. Ich hätte die Zahlen nicht im Kopf gehabt. Das sind jetzt alle Säugetiere und wir haben 390 Millionen Tonnen menschliche Säugetiere. Das sind wir, die hier so sitzen und jetzt gespannt zuhören. Und wir haben 630.000 Millionen Tonnen Tieren, die wir essen. Ja, die züchten wir so, die essen wir dann am Ende des Tages. Und dann schauen wir uns mal an, wie viel haben wir eigentlich an Wildtieren und an wilden marinen Tieren? 20 Millionen Tonnen und 40 Millionen Tonnen, das ist fast nichts. Dass das einen massiven Einfluss auf diesen Planeten hat, ist jedem sofern klar. Ja, diese Mengen sind einfach riesig, wenn Sie sich da anschauen. Die Zitate sind immer unten da, aber wir können das auch später gerne zur Verfügung stellen. Treibhausgasemissionen, 19 bis 29% der Gesamttreibhausgasemissionen gehen auf das Konto der Landwirtschaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich an einem Traktor ankleben soll und ich will das auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich will nur sagen, also das ist einer der ganz großen Treiber für Treibhausgase, wesentlich stärker auch als, was bitte nicht Whatabouts sein soll, auch Verkehrreduktion ist extrem wichtig. Aber 19 bis 29% ist extrem viel. 56% der Nicht-CO2-Emissionen, insbesondere Lachgas natürlich und Methan. 70% des globalen Wasserverbrauches, Süßwasser aus Flüssen, aus Grundwasser gehen auf das Konto und dieser Prozentsatz ist steigend. Wenn Sie also an Bewässerung denken, wenn Sie an Wasserverbrauch in einem Land denken, global, das ist Bewässerung, ja, also jetzt 70, in Zukunft 80% des gesamten Wassers auf der Erde, Süßwasser, wird verwendet für die Bewässerung. Biodiversitätsverlust haben wir schon erwähnt. Sie sehen hier, dass der Biodiversitätsverlust rasant ansteigt. Sie sehen hier in diesen dunklen Farben, wie stark ist die Veränderung der Artenvielfalt durch Landnutzungsänderung. Und da sind wir auch in Europa natürlich nicht sehr gut mit einem hohen Druck. Wir haben die schnellste Veränderung. Wir sind in dem Sinne eine geologisch wirksame Kraft, das passt gut zum Naturhistorischen Museum. Unten sind schon einige ausgestorbene Tiere. Also wir geben uns alle Mühe, diese Mass Extinction zügig voranzutreiben. Wir sehen hier das Thema Düngung. 1860 haben wir in Indien schon eine gewisse Überdüngung. Das ist hauptsächlich Gülle und das Ausbringen von Gülle, was Sie finden. Und Sie sehen im Jahr 2000 eine massive Überdüngung durch Stickstoff eigentlich überall, wo angebaut wird. Und ich selbst forsche viel zu Plastik. Ich forsche auch selber viel zu Plastik in der Landwirtschaft. Das musste ich dieses Bild mal reinbringen. Auch Kunststoffe werden sehr stark eingesetzt in der Landwirtschaft. Sie haben 12 Millionen Tonnen Plastik in der Landwirtschaft, 37 Millionen Tonnen für die Verpackung. Zum Beispiel Düngemittel aus Plastik, die sich auflösen, aber das Plastik bleibt im Boden zurück, diese ganzen Behälter, sehr stark diese Mulchfilme. Und die meisten dieser Produkte sind sehr kurz auf dem Acker. 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr. Selbst diese Bewässerungsanlagen, die lange halten sollen, sind so in der Regel 2, 3 Jahre und der Rest, ja, man würde sagen, verrottet. Also er verrottet eben nicht in der Landwirtschaft.
Problem ist nicht so einfach. Sie können jetzt nicht sagen, ach, lassen wir doch das Plastik weg in der Landwirtschaft, weil Sie sparen natürlich jede Menge Pestizide, Sie sparen Wasser durch den Einsatz dieser Kunststofffolien. Also Sie ermöglichen in vielen Gegenden der Erden überhaupt erst die Produktion dadurch, dass Sie Kunststoff verwenden. Also per se ist das erstmal so nicht schlecht, so wie man auch diskutieren kann, ist eine Kunststoffflasche schlecht. Aber das ist vielleicht ein interessantes Thema nachher fürs Nachfragen. So, kurz durchatmen. Das waren jetzt alles so positive, aufmunternde Sachen für den Abend, aber wir wollen ja auch noch zu der Gesundheit kommen, zu dem Normativen. Also wir lösen das heute Abend natürlich nicht. Wir wollen das Thema diskutieren und ich zeige Ihnen so ganz viele Studien, Enabling Sustainable Food Systems, Fork to Farm EU, Reshaping Food Systems. Also global beschäftigen sich sehr viele Organisationen, Industrie, Stakeholders, NGOs, Gesellschaft mit diesem Thema. Es ist ein Riesenthema und wir haben überhaupt nicht den Anspruch hier, dass wir jetzt das Ei des Kolumbus legen, aber wir wollen es mit Ihnen gerne diskutieren. Schauen wir uns doch mal erstmal an, was Sie essen sollten. Österreichische Ernährungspyramide, auch die lässt sich übrigens diskutieren, die sehen natürlich ganz anders aus in anderen Ländern, also die Wunschpyramide, nicht die Sollpyramide, Entschuldigung, die Sollpyramide, nicht die Ist-Pyramide. Und jetzt dürfen Sie kurz raten, was essen die österreichischen Männer und die österreichischen Frauen so gerne. Sehen Sie hier, also der Mann hat so ganz gerne sein Steak auf dem Grill und isst mindestens 3-mal so viel Fleisch, wie er eigentlich essen sollte. Frauen sind deutlich besser, allerdings beim Gemüse noch genauso schlecht. Also bei Gemüse wird auch zu wenig gegessen. Das ist jetzt die österreichische Ist-Situation. Und jetzt komme ich nochmal zu diesem Bild mit dieser planetaren Gesundheit und einer planetaren gesunden Diät. Was ist die Idee, um die Begriffe zu klären? Also das sind jetzt Sie. Sie möchten gesund sein. Ja? Und dann kann man sagen, die Gesellschaft in Österreich oder Europa soll gesund sein. Global Health, also alle Menschen sollen gesund sein. Das ist natürlich normativ, diese Begriffe, ja, die kann man auch hinterfragen. One Health kommen schon die Tiere mit rein und jetzt wollen sie auch noch, dass der gesamte Planet gesund ist. Wie funktioniert das? Es gibt Ansätze, die sagen, wie müssten wir uns eigentlich ernähren? Was müssten Sie ab heute 20:30 Uhr essen, damit Sie den Planeten mit Ihrem Essen nicht so stark belasten? Also wie könnte man das überhaupt machen? Können wir 10 Milliarden Menschen ernähren? Man hört immer so, oh Gott, die Überbevölkerung, wir können die ganzen Menschen ernähren. Natürlich können wir die Menschen ernähren. Das ist die Frage, wie wir essen. Ja, also in dem Hinsinn haben wir keine Überbevölkerung. Also wir haben eine Überbevölkerung mit unseren Konsumgewohnheiten. Und Sie sehen hier so Bilder, was Sie essen müssen. Und das sind jetzt natürlich nicht die Steaks, ja, die sind dann nur so ganz klein. Und hier wird so ein bisschen vorgegeben, was wir essen müssen. Ich kann es Ihnen eine Nummer komplizierter zeigen auf der nächsten Abbildung. Das ist diese. Das ist jetzt die planetare Diät. Also das ist die Diät, die alle Sie, weil Sie heute Abend wir waren, ab morgen auf den Teller bitte nehmen. Viel Gemüse, Körner sollen Sie nehmen, Früchte, Pflanzenproteine, nicht so viel Milch, aber noch relativ viel, nicht so viel tierisches Protein und vielleicht auch nicht so viele Erdäpfel oder Pommes. Und dann sehen Sie hier, was in Europa gegessen wird. In Europa essen wir viel zu viele Erdäpfel, Pommes, Nudeln und essen auch viel zu viel Fleisch. Und Sie sehen zum Beispiel, in der Sahara sieht das ganz anders aus. Also die Idee dieser planetaren Diät, ja, in Deutschland gibt es das Positionspapier dazu, auch im Bundestag, wie könnte man das umstellen, ist, können wir unsere Ernährungsgewohnheit nicht anpassen an das, was der Planet hergibt. Es gibt aber auch eine berechtigte Kritik. Diese ganz kleinen Punkte zeigen, was kostet mich denn das Ganze? Ja? Also in den USA geben Sie 4% Ihres Nettoeinkommens für diese Diät aus. In Europa geben Sie schon 10% dafür aus. Und würden Sie so in Sub-Sahara-Afrika essen, müssten Sie 73% Ihres Einkommens für diese Diät auskommen. Es ist überhaupt nicht machbar. Das heißt, Kritik ist auch dieses One solution does not fit all. Sie können also nicht sagen, also so muss ab morgen auf dem Planeten gegessen werden. Das funktioniert sowieso nicht. Das denkt man sich so aus als Wissenschaftlerin. Und trotzdem ist der Gedanke grundlegend erstmal sehr vernünftig. Ich will Ihnen sagen, was gibt es alles für Lösungsansätze. Also das war eben ein Lösungsansatz aus, essen wir doch anders. Jetzt bringen wir mal einen anderen Lösungsansatz. Er ist besonders beliebt in Österreich und in Europa. Da springen alle auf und sagen, das ist die Lösung. Sie sehen so ganz gemein das Hintergrundbild. Haben Sie das Hintergrundbild schon erkannt?
Das ist der goldene Reis. Der goldene Reis, das ist so eine Dauergeschichte. Ich habe den reingenommen, weil er vor 3 Wochen in den Philippinen zugelassen wurde, um Beta-Carotin mehr drin zu haben, um Vitamin-A-Mangel zu bekämpfen. Und ich glaube, vor einer Woche ist er wieder gestoppt worden. Also das geht so seit 30 Jahren so hin und her. Und ich dachte, ich nehme das mal rein, die Gentechnik, weil wir haben gerade 50-jähriges Jubiläum. Also vor 50 Jahren ist das zum ersten Mal gelungen. Wir haben 40 Jahre transgene Pflanzen, circa seit 40 Jahren Freilandversuche, mit die ersten übrigens in Frankreich. Und seit circa 30 Jahren wird es kommerziell eingesetzt. In der EU sehr viele Schritte vorwärts und rückwärts. Die meisten Länder haben den Anbau verboten, so auch Österreich, Deutschland, alle. Also bis auf Spanien und Portugal ist es in Europa in allen Ländern verboten. Allerdings nicht gentechnisch veränderte Lebensmittel zu importieren. Also in den USA, Südamerika wird fast 100% Soja und Mais gentechnisch verändert angebaut. Und das importieren wir natürlich munter und verfüttern es in unsere Rinder rein, weil die sollen ja billig auf den Teller kommen. Also jetzt passen Sie auf, jetzt wird es ganz unangenehm. Jetzt haben Sie sowas wie CRISPR-Cas9. Ja, CRISPR-Cas, wunderbar, Nobelpreis. Also Sie schnipseln jetzt in Ihrer Pflanze oder im Organismus am eigenen Genom. Also sie sind nicht transgen, also ich tue jetzt nicht vom Joscha das Gen in den Gerhard Herndl reinnehmen, naja, das wäre immer noch der gleiche Organismus, sondern sie bleiben jetzt bei der gleichen Pflanze und sie tun ein Gen runterregeln oder hochregeln. Da ist jetzt eigentlich keine Gentechnik mehr, oder? Also in den USA ist das keine Gentechnik und in Südamerika und China, also regulierungsmäßig. In den USA ist etwas transgen, Gentechnik, wenn Sie ein anderes Gen drin haben. Also das ist keine Gentechnik mehr. Also das kaufen Sie bei Whole Food, wenn Sie da hingehen, ist sehr teuer, als GMO-free, Bio. Bestens. Sind Sie glücklich, haben aber trotzdem drin. In Europa ist das anders. In Europa geht es, ob im Produktionsprozess Gentechnik verwendet wurde. Also in Europa würde das schon noch unter die Regulierung fallen, ja, aber nicht mehr in großen Teilen dieses Planeten. Nanotechnologie beschäftige ich mich selber sehr viel mit. Das Bild kommt sogar aus einer meiner Publikationen raus. Nanotechnologie gibt es viele Ideen von Sensoren bis eben auch Genetic Engineering, was gemacht werden können. Oder solche Dinge wie RNA-Pestizide. Ich habe es mich getraut nach Corona, weil jeder RNA kennt. Mittlerweile, ich vermute, die meisten von Ihnen sind geimpft, da ist Gentechnik ja auch verwendet werden. Und hier bei diesen Pestiziden RNA, und das heißt Interference, das Abwehr. Wir können es also schaffen, mit einer Pflanze ja, zu triggern, dass sie einen natürlichen Mechanismus auslöst, um Pest, also um Schädlinge abzuwenden. Das ist ein sehr starkes Forschungsgebiet, um weniger Pestizide zu haben. Also viele interessante Lösungen, die aber sicher nicht jedem und jeder gefallen. Andere Lösungen, Technologisierung der Produktion. Ich habe gesagt, wir leben ja eh bald alle in Städten, ja, in 80 Jahren. Also machen wir doch bitte Vertical Farming. Ja? Also wir bauen das hier so hoch oder wir bauen gleich so ein ganzes Hochhaus und machen das so hoch. Naja, nicht steril, aber hochkontrolliert. Und diese Kühe da oben, die sind auch in so einem Gebäude drin und die Gülle verwendet man gleich zur Bewässerung und die Abwärmer. Oder so wie Gerhard Herndl das schon gesagt hat, wir gehen jetzt ins Meer. Ich glaube übrigens, das ist nicht Island, das sind die Färöerinseln, müssten das sein. Und haben dann hier diese Fischtanks, diese Aquakulturen, die relativ voll sind. Oder sie gehen gleich in die Halle rein. Sie im Meer, sondern die betreiben das in der Halle. Alles das findet heute jetzt schon statt. Das ist sehr klein, Sie müssen es auch gar nicht erkennen können, aber Sie sehen, das Blaue ist der Wildfang. Ja? Der Wildfang bleibt relativ konstant und das Gelbe sind die Aquakulturen. Und die Aquakulturen steigen dramatisch an. Ich will jetzt nicht sagen, Sie sollten Lachs kaufen beim Billa, auch schon gar nicht beim Billa, aber versuchen Sie mal einen Lachs zu kaufen, das ist alles Aquakultur in der Regel. Die meisten Fische sind Aquakultur, da geht der Weg einfach hin. Andere Lösung. Nächste Lösung wäre vielleicht, wie wäre es denn, wir bauen Lebensmittel direkt für die Ernährung an. Was meint der Herr Hofmann jetzt damit? Was ich meine, ist dieses Bild. Grün bedeutet, Sie bauen eine Kalorie auf Ihrem Acker an und diese eine Kalorie landet auch bei Ihnen im Mund. Und rot bedeutet, da sind die USA und auch wir relativ gut hier und auch Teile in China, Sie bauen 10 Kalorien an oder mehr und relativ wenig landet in Ihrem Mund, weil es für Treibstoffe,
andere Konkurrenzprodukte oder auch für den Anbau von Futtermitteln verwendet wird. Ja, also dass die Kalorien, die wir anbauen, eigentlich am Ende nicht als Kalorien auf dem Tisch landen. Ist ein sehr großes Thema. Würden Nahrungsmittel nur direkt für den menschlichen Verbrauch angebaut werden, könnte man 4 Milliarden Menschen mehr ernähren. Sie können also heute schon mal gleich begraben, dieses Thema, wir können den Planeten nicht ernähren. Natürlich können wir den ernähren. Also es ist eine Frage, wie wir es machen. Das heißt nicht, dass wir die Ressourcen haben unbedingt. 2/3 der weltweit verbrauchten Kalorien aus pflanzlicher Produktion kommen von 3 Produkten: Weizen, Reis, Mais. Wir sind extrem gefährdet, weil wir uns reduziert haben auf ganz, ganz wenige Kalorien liefernde Pflanzen. Also sehr wenig resiliente Systeme haben wir. Und wenn da natürlich eine Pest kommt, dann sind diese Pflanzen natürlich extrem gefährdet. Und ich habe nochmal betont einfach, 1/3 der produzierten Nahrungsmittel werden vergeudet. Davon 17 bis 39% bei der Produktion und Lagerung und zwischen 5 und 61% in den Haushalten. Und Sie sind ja immer noch am Nachdenken, wie viel es bei Ihnen jetzt zu Hause ist. Wir lösen es nachher schon auf. Und dann gehen wir in die Diskussion rein. Wir werden diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die hängen alle direkt oder indirekt mit der Nahrungsmittelproduktion zusammen. Ja, es gibt kein Nachhaltigkeitsziel, was nicht damit zusammenhängt. Also ohne Veränderungen können wir die nicht erreichen, das können wir vergessen. Ein Vorschlag ist, dass man sagt, wir müssen also die Handelsketten und die Versorgungsketten, ja, die müssen wir wirklich nachhaltig machen und wir brauchen einen integrierten Land- und diese 3 großen Säulen, die wir wahrscheinlich auch heute Abend in der Diskussion angehen. Also die erste Säule ist, es muss sich was auf dem Acker ändern, also effiziente und auch resiliente Systeme, ja, das Thema Monokulturen. Also wir wollen den Ertrag erhöhen, den Verlust auf dem Acker minimieren, wir wollen weniger Emissionen haben, weniger Wasser nutzen, weniger Stickstoff und Phosphor nutzen. Ja, dazu wird geforscht intensiv. Zweite Säule. Das geht so nicht weiter mit dem Biodiversitätsverlust. Wir können nicht weiter Wälder holzen. Das ist einfach keine Möglichkeit. Also mehr landwirtschaftliche Fläche ist keine Option. Sie müssen intensiver betreiben. Ja? Sie können nicht mehr Fläche abholzen. Ist nicht möglich. Hängt schon noch vieles andere mit zusammen. Also protect a minimum share of terrestrial land. Also wir müssen einfach auch zusammenhängende Flächen haben, um Biodiversität zu ermöglichen. Und die dritte Sache, das ist eigentlich die, wo Sie selbst auch mit ansetzen können, ja, also vieles können Sie nicht, aber hier können Sie auch mit ansetzen. Was ist also Ihre Diät? Ja? Welche Diät halten Sie, um Ihre Gesundheit möglichst optimal zu unterstützen, dass wir wenig Hunger haben und um Lebensmittel weniger zu verschwenden? Ich bedanke mich ganz herzlich für diese einführenden Worte. Sie sollen nur anregen, die Diskussion und die Fragen, die Sie stellen. Herzlichen Dank.